Im Jahr 2025 braut sich hinter den verschlossenen Türen von Koenigsegg etwas Außergewöhnliches zusammen. Etwas, das weit mehr ist als nur ein weiteres Upgrade. Nach einer kryptischen Nachricht des Geschäftsführers wird über neue Motoren, das Ausstechen der Konkurrenz und bahnbrechende Elektroautos geflüstert. Aber hier ist die Wendung, es ist nicht das, was Sie erwarten. Sie haben im Stillen etwas perfektioniert, das alles in Frage stellt, etwas, das Verbrennungsmotoren ein neues Leben gibt und gleichzeitig in die Zukunft blickt. Keine großen Enthüllungen, keine auffälligen Teaser, nur eine stille Entscheidung, die das Buch für Leistung neu schreiben könnte, wenn Sie glauben, dass das Rennen um die Elektroautos bereits entschieden ist. Irren Sie sich. Koenigsegg ist im Begriff, das Undenkbare zu tun. Und glauben Sie uns, niemand ist auf das vorbereitet, was kommen wird. Die Kunst der Geschwindigkeit, Koenigseggs Besessenheit von Leistung. Vom ersten Tag an hat sich Koenigsegg geweigert, der Masse zu folgen, während der Rest der Automobilwelt von der Jagd nach Rundenzeiten, aufgeblähten Ingenieurteams und auffälligen Markenzeichen besessen war. Verwandelte Christian von Koenigsegg im Stillen eine kleine Fabrik im schwedischen Engelholm in eine Startrampe für als Autos getarnte Raketen. Keine großen Marketingbudgets, kein Erbe, auf das man sich stützen könnte. Nur eine klare Mission, die schnellsten, bahnbrechendsten Maschinen der Welt zu entwickeln und zu beweisen, dass ein kleines, kühnes Unternehmen die Giganten technisch übertreffen kann. Die CC8S war nur der erste Schuss vor den Bug. Dann kam der CCR, der kurzzeitig den Titel des schnellsten Serienfahrzeugs der Welt trug. Aber erst der Agera RS ließ die Automobilwelt wirklich aufhorchen. Im Jahr 2017 brach er den Geschwindigkeitsrekord für Serienfahrzeuge und erreichte mühelos 277,9 Meilen pro Stunde. Er schlug nicht nur die Konkurrenz, er ließ sie wie Amateure aussehen. Während die Welt von Drehmoment und Traktionskontrolle besessen war, schrieb Koenigsegg die Gesetze der Physik neu. Aber es ging nie nur um die Geschwindigkeit auf der Geraden. Jedes Detail, sei es die Monocoque-Wanne oder die Triplex-Aufhängung, wurde akribisch ausgearbeitet, um einem höheren Zweck zu dienen. Leistung. Kein Schnickschnack, keine Gimmicks, nur rohe, kompromisslose Technik. Das ist es, was Koenigsegg auszeichnet. Es geht nicht nur um Pferdestärken. Es geht um Kontrolle, Balance und vor allem um Einfallsreichtum. Dann kam der Regera, ein Auto, das nicht einmal ein herkömmliches Getriebe hatte. Koenigsegg führte den revolutionären Direct Drive ein System, das die Notwendigkeit von Schaltvorgängen gänzlich überflüssig machte. Das Ergebnis? Nahtlose Beschleunigung und ein Hybrid-Drehmoment, bei dem man sich fragt, ob es das überhaupt gibt. Doch selbst mit 3 Elektromotoren und einem Twin-Turbo V8 fühlte er sich an wie der schnellste Flügel der Welt. Elegant, mühelos und berauschend. Natürlich wäre all dies ohne den Kopf dahinter nicht von Bedeutung. Christian von Koenigsegg ist nicht der typische CEO. Er ist teils Erfinder, teils Geschwindigkeitsfanatiker, teils Philosoph. Auf die Frage, warum er schnelle Autos baut, antwortet er einfach, weil wir es können. Aber verwechseln Sie das nicht mit Rücksichtslosigkeit. Alles, was Koenigsegg tut, ist kalkuliert und zielgerichtet. Von der Thermodynamik bis zum Leistungsgewicht. Christian ist besessen davon, das Beste aus jedem Tropfen Kraftstoff herauszuholen und manchmal sogar mehr als das. Er ist einer der wenigen, die einen Motor auf einer Serviette skizzieren können und ihn 6 Monate später auf der Straße fahren lassen. Hinter jedem Koenigsegg-Modell steht ein mühsamer Prozess des Ausprobierens, Scheiterns, Neuerfindens und schließlich der Perfektion. Und wenn Sie die Perfektion erreicht haben, fangen Sie wieder von vorne an. Denn in Ihrer Welt ist gut genug nie gut genug. Deshalb werden Teile, die andere Hersteller auslagern, von Hand gefertigt. Warum haben Sie Ihre eigene Kohlefasertechnologie erfunden? Warum haben Sie einen 3D-Drucker gebaut? Um Auspuffendrohre aus Titan herzustellen? Jedes Detail ist eine Chance, eine weitere Sekunde auf der Rennstrecke einzusparen. Es ist diese unerbittliche Denkweise, die Koenigsegg von einem Nischenhersteller von Supersportwagen zu einem Namen gemacht hat, der Ferrari und Bugatti nachts wach hält. Und während sich die gesamte Branche kopfüber in die elektrische Zukunft stürzt, bleibt Koenigsegg methodisch, nicht zögerlich, sondern präzise. Denn Christian weiß, was die meisten nicht wissen. Geschwindigkeit allein wird die Zukunft nicht gewinnen. Es ist die Innovation. Und manchmal ist das schnellste Auto nicht dasjenige, das auf dem Papier 300 Meilen pro Stunde schafft. Es ist dasjenige,
das sich traut zu fragen, was wäre, wenn wir alles anders machen würden. Koenigsegg geht dieser Frage immer nach. Und in letzter Zeit scheinen sie an einer Antwort zu arbeiten, die alles verändern könnte. Etwas, das die Messlatte nicht nur höher legt, sondern sie auslöschen könnte. Aber dazu kommen wir noch. Für den Moment sollten Sie nur eines wissen. Koenigsegg hat etwas vor. Schon wieder. Und glauben Sie uns, Sie werden es nicht verpassen wollen. Der Gemera Familienauto. Rennstreckenmonster. Als Koenigsegg den Gemera ankündigte, hielt man ihn für einen Scherz. Ein viersitziger Grand Tourer von der gleichen Marke, die Autos mit Kampfjet-Türen und Geschwindigkeiten baut, die der NASA Angst machen. Es machte keinen Sinn, bis es einen gab. Denn Koenigsegg hat nicht nur ein Familienauto gebaut. Sie wollten das Familienauto bauen. Ein Auto, in dem 4 Erwachsene bequem Platz haben, Gepäck transportieren können und das trotzdem schneller ist als ein Bugatti Chiron. Der Gemera war kein Kompromiss. Er war ein Wagnis. Dies war kein Auto, das auf Ausgewogenheit ausgelegt war. Es wurde für Widersprüche gebaut. Luxus trifft auf Wahnsinn. Zweckmäßigkeit und Leistung. Und das alles begann unter der Haut. Anstatt sich für einen großen V12 oder ein sperriges Elektroauto zu entscheiden, stellte Koenigsegg der Welt den kleinen freundlichen Riesen Kurds TFG vor, ein 2-Liter Dreizylindermotor. Das allein sorgte schon für Aufsehen. Aber was die Köpfe zum Rasen brachte, war das, was er leisten konnte. 600 Pferdestärken dank Doppelturbos und nockenloser Freiventiltechnik. Keine Nocken, keine Riemen, nur Software, die jedes Ventil in Echtzeit steuert. Der Motor konnte die Zylinder während der Fahrt abschalten oder unterschiedlich atmen, je nachdem, wie stark man ihn antreibt. Er war nicht nur klein, er war auch intelligent und erschreckend effizient. Natürlich ging es dabei nicht nur um Verbrennungsmotoren. Koenigsegg wusste, dass die Zukunft in der Elektromobilität lag. Also wurden 3 Motoren eingebaut. Einer für jedes Hinterrad und einer auf der Kurbelwelle. Zusammen mit dem TFG leistete der Gemera bis zu 1700 PS. Er konnte rein elektrisch oder mit Benzin betrieben werden oder beides kombinieren, um brutal zu beschleunigen. Und obwohl es sich um einen Plug-in-Hybrid handelt, war ihm ihre Reichweitenangst ziemlich egal. Mit einer vollen Tankfüllung und einer Ladung hat er eine Gesamtreichweite von über 600 Meilen. Das ist von Stockholm nach Paris in einem Zug, ohne abzubremsen. Dann kam das Design. Auf den ersten Blick sah er aus wie ein Koenigsegg. Elegant, niedrig, aggressive. Doch dann fielen die massiven Muscheltüren auf. Keine B-Säule. Die gesamte Seite des Wagens öffnete sich wie eine Sci-Fi-Luftschleuse. Der Innenraum erinnerte eher an eine skandinavische Lounge als an ein Hypercar. 4 einzelne Schalensitze. Vollständiges Infotainment für vorne und hinten. Becherhalter. Ja. Echte Becherhalter in einem Koenigsegg. Die Absurdität ist niemandem entgangen. Was aber wirklich funktionierte, war die Steuerung. Trotz seiner Größe und seines Gewichts war der Gemera kein Boot. Dank aktiver Hinterradlenkung, Torque-Vectoring und einem Carbon-Monocoque-Chassis verhält er sich wie ein halb so großes Auto. Im Herzen war er immer noch ein Koenigsegg. Scharf, reaktionsschnell, lebendig. Und während andere Hersteller noch versuchten herauszufinden, wie sich Elektro-SUVs wie Sportwagen fahren lassen, hatte Koenigsegg bereits einen Viersitzer gebaut, der um Kurven driften konnte und in dem hinten noch die Oma Platz fand. Aber wie immer bei Koenigsegg gibt es mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Selbst die ursprüngliche Gemera-Spezifikation war nicht die endgültige Form. Geflüster aus dem Werk deutete auf eine Version mit noch mehr Leistung hin. Einen anderen Motor. Etwas, das die gesamte Plattform verändern würde. Und 2023 bestätigten sie es, indem sie den heißen V8 aus dem Jesko als Option anboten. Das bedeutete 2300 Pferdestärken in einem Familienauto. Nein, ernsthaft. Es ging nicht darum, EVS zu jagen. Es ging darum, ihnen voraus zu sein. Und während die Welt darauf wartete, dass Koenigsegg vollelektrisch fahren würde, zeigte das Unternehmen der Branche, dass es immer noch einen intelligenteren Weg gibt. Einen aufregenderen Weg, der nicht auf schwere Batterien oder künstliche Geräusche setzt, sondern auf echtes mechanisches Drama mit gerade genug Volt, um das Ganze noch gruseliger zu machen. Der Gemera hat bewiesen, dass Koenigsegg das Undenkbare möglich macht und Alltagstauglichkeit mit rekordverdächtiger Leistung verbindet. Doch Insidern zufolge könnte der Gemera auch das Testgelände für etwas noch Extremeres sein. Denn hinter den Kulissen hat sich eine neue Formel zusammengebraut. Die Grenzen nicht nur verschiebt,
sondern sie komplett ignoriert. Der Motor der dunklen Materie durchbricht die Form. Koenigsegg hat sich noch nie gescheut, die Dinge auf seine Art zu machen. Aber mit dem Dark Matter Motor haben sie nicht nur die Grenzen des Möglichen überschritten, sondern sie haben sie verdampft. Als Koenigsegg diesen einzigen Elektromotor für die Serienversion des Gemera vorstellte, war die Botschaft klar. Vergessen Sie, was Sie über EV-Antriebe wissen. Dies war etwas ganz anderes. Zunächst zu den Grundlagen, zumindest auf dem Papier. Dark Matter ist ein 6-Phasen-Raxialflussmotor, der Radial- und Axialflussdesigns in einer extrem kompakten, brutal effizienten Einheit kombiniert. Er liefert 800 PS und ein Drehmoment von 1250 Newtonmetern. Und das mit einem einzigen Motor. Keine Doppelmotoren, keine Gimmicks. Nur Rower. Geballte Kraft in einem Paket, das klein genug ist, um in ein Handgepäck zu passen. Wenn das nach Science Fiction klingt, dann herzlich willkommen bei Koenigsegg. Die meisten Hersteller setzen immer noch auf traditionelle Drehstrommotoren. Sie sind zwar zuverlässig, aber in Bezug auf Skalierbarkeit und Effizienz begrenzt. Die 6-Phasen-Architektur von Koenigsegg verteilt die Arbeitslast gleichmäßiger, reduziert die Wärmeentwicklung und erhöht das Drehmoment in allen Bereichen. Das bedeutet weniger bewegliche Teile, weniger Wärmeentwicklung und eine konstantere Leistung. Egal, ob Sie durch die Stadt cruisen oder von der Startlinie abheben. Als ob Ihr Leben davon abhängt. Das Design ist nicht nur clever, sondern auch strategisch. Die Koenigsegg-Ingenieure haben erkannt, dass sie nicht mehrere Motoren brauchen, um ein wahnsinniges Torque-Vectoring oder eine präzise Leistungssteuerung zu erreichen. Die dunkle Materie-Einheit arbeitet in perfekter Harmonie mit Koenigseggs maßgeschneiderter Drehmomentwandler- und Invertertechnologie und bietet ein Echtzeit-Ansprechverhalten fast ohne Energieverlust. Jeder Leistungsschub kommt sofort. Jede Kurve wird mit chirurgischer Kontrolle gemeistert. Und weil der Motor so kompakt ist, schafft er Platz für ein besseres Packaging, eine bessere Gewichtsverteilung und vor allem mehr Raum für Koenigsegg, um an anderen Systemen zu tüfteln. Noch bedeutender ist, was er ersetzt. Der ursprüngliche Gemera-Prototyp verwendete 3 Elektromotoren, einen an jedem Hinterrad und einen an der Kurbelwelle. Dieses System funktionierte gut, brachte aber zusätzliches Gewicht und Komplexität. Mit Dark Matter erzielte Koenigsegg eine bessere Leistung mit nur einem Motor. Solche Sprünge passieren nicht zufällig. Es passiert, wenn man alles in Frage stellt und von Grund auf neu aufbaut. Christian von Koenigsegg selbst bezeichnete das System der dunklen Materie als eine völlig neue Richtung. Und er meinte es auch so. Es ist nicht nur ein Bauteil. Es ist eine Philosophie. Effizienz vor Überfluss. Präzision vor Masse. Wo andere mehr Hardware auf das Problem werfen. Verfeinert. Strafft und vereinfacht Koenigsegg ohne Kompromisse. Es ist die Art von Technik, die andere Unternehmen nervös macht. Nicht, weil sie nicht verstehen, sondern weil sie nicht nachahmen können. Natürlich geht es nicht nur um Zahlen auf einem Datenblatt. Die wahre Schönheit der dunklen Materie ist das Gefühl, das sie vermittelt. Sofortiges Drehmoment. Keine Verzögerung, kein Zögern. Christian von Koenigsegg selbst bezeichnete das System der dunklen Materie als eine völlig neue Richtung. Und er meinte es auch so. Es ist nicht nur ein Bauteil. Es ist eine Philosophie. Effizienz vor Überfluss. Präzision vor Masse. Wo andere mehr Hardware auf das Problem werfen. Verfeinert. Rationalisiert und vereinfacht Koenigsegg ohne Kompromisse. Das ist die Art von Technik, die andere Unternehmen nervös macht. Nicht, weil sie nicht verstehen, sondern weil sie nicht nachahmen können. Natürlich geht es nicht nur um Zahlen auf einem Datenblatt. Das wirklich Schöne an der dunklen Materie ist das Gefühl, das sie vermittelt. Sofortiges Drehmoment. Keine Verzögerung, kein Zögern. Nur eine ruhige, heftige Beschleunigung, die üblichen Gesetze der Physik zu umgehen scheint. Das ist es, was ein Elektromotor schon immer hätte sein sollen. Ein Ermöglicher, kein Begrenzer. In einer Welt, in der sich die meisten Elektroautos auf unheimliche Weise ähneln, hat Koenigsegg gerade alle daran erinnert, dass Elektrizität nicht langweilig sein muss. Aber hier ist die Sache. Die dunkle Materie ist nicht die Ziellinie. Es ist das Setup. Denn wenn Koenigsegg sich so viel Mühe für einen 800 PS Motor in einer Hybridanwendung gibt, woran arbeiten sie dann noch hinter verschlossenen Türen? Wenn dies die Serienversion ist, was befindet sich dann im Prototypenlabor? Was wird auf den Prüfständen getestet? Das niemand sehen darf? Internen Gerüchten zufolge kratzt der Dark Matter Motor möglicherweise nur an der Oberfläche dessen,
was Koenigsegg planned. Manche sagen, es sei ein Sprungbrett, eine Brücke, ein Vorläufer zu etwas noch Radikalerem. Und Christian hat sich bis auf eine kryptische Bemerkung sehr bedeckt gehalten. Wir haben gerade erst angefangen zu erforschen, was diese Technologie wirklich kann. Der Hot V-Act, ein Monster, das sich in einem Hybridfahrzeug versteckt. Wenn der Dark Matter Motor Koenigseggs Liebesbrief an die elektrische Präzision war, dann war der optionale V8-Motor für den Gemera der sogenannte Hot V8, die unapologetische Rückkehr zur brachialen Verbrennung. Schon der Name klingt wütend. Und das aus gutem Grund. Das war nicht einfach irgendein V8. Es wurde direkt vom Jesko übernommen, einem der wildesten Hypercars, die je gebaut würde. Nur dass er jetzt in einem Auto mit Becherhaltern angeboten wurde. Zu einer Zeit, in der sich die meisten Autohersteller still und leise vom Verbrennungsmotor verabschieden, hat Koenigsegg etwas getan, was niemand erwartet hatte. Sie legten noch einen drauf. Der ursprüngliche Gemera war bereits mit seinem Dreizylindermotor mit freien Ventilen beeindruckend. Aber Koenigsegg wusste, dass einige Kunden mehr wollten. Also wurde das Heck des Gemera neu gestaltet, der Stauraum auf der Rückbank gestrichen und ein 5 Liter V8 mit Doppelturbo in das Chassis gepackt. Das Ergebnis? Ein Familienauto mit 1500 Pferdestärken allein aus dem Motor. Keine Kompromisse, keine künstlichen Geräusche, nur echter, unverfälschter, haarsträubender Sound. Und jetzt kommt der Clou. Das war noch nicht einmal die ganze Geschichte. In Verbindung mit dem Dark Matter Elektromotor bringt es diese neue Version des Gemera auf eine kombinierte Leistung von 2300 PS und 2750 Newtonmeter Drehmoment. Das ist nicht nur eine Zahl. Das ist mehr Leistung, als die meisten vollwertigen Sattelschlepper auf Straßen zugelassenen Reifen in einem Viersitzer erzeugen. Aber die rohe Leistung war nicht das Einzige, was den heißen V8 so besonders machte. Es war die Art, wie Koenigsegg ihn gebaut hat. Sie haben nicht einfach einen alten Motor recycelt und dann Feierabend gemacht. Der heiße V8 wurde sorgfältig modifiziert, um ihn in das Hybridsystem des Gemera zu integrieren. Leichter als erwartet. Niedrigerer Schwerpunkt, auf Reaktionsfähigkeit und Geschwindigkeit ausgelegt. Und jedes einzelne Bauteil wurde intern entwickelt. Von den Turbos bis zur Kurbelwelle. Nichts war von der Stange. Sogar der Sound hatte seinen eigenen Charakter. Während Elektromotoren summen und brummen, brüllt der heiße Facht. Tief, wütend, guttural. Die Art von Lärm, die in Parkhäusern den Alarm auslöst und bei den Insassen für große Augen und weiche Knie sorgt. Koenigsegg hätte es dämpfen können. Sie hätten künstliche Töne hinzufügen können, wie jeder andere auch. Aber das haben sie nicht getan. Denn warum sollte man den Soundtrack eines feuerspeienden V8 dämpfen? Diese Mischung aus Vergangenheit und Zukunft ist es, die diese Anlage so störend macht. Auf dem Papier ist es das Gegenteil von dem, was die Branche anstrebt. Aber in der Praxis könnte es der klügste Schritt sein, den Koenigsegg je gemacht hat. Elektroautos sind schnell, sicher, aber viele von ihnen fühlen sich steril an. Der Nervenkitzel schwindet, sobald die Neuheit nachlässt. Was Koenigsegg bietet, ist eine Erinnerung. Beim Fahren geht es nicht nur um Zahlen. Es geht um Erfahrung, Engagement und das Gefühl, Teil von etwas Lebendigem zu sein. Der heiße V8 beweist, dass Hybride sich nicht wie Kompromisse anfühlen müssen. In der Welt von Koenigsegg ist ein Hybrid ein taktischer Vorteil, eine Möglichkeit. Die explosive Kraft eines Verbrennungsmotors mit dem sofortigen Drehmoment eines Elektroantriebs zu kombinieren. Sie erhalten das Beste von beidem, ohne die Einschränkungen von beidem. Und im Gegensatz zu vielen Plug-in-Hybriden, die sich zusammengestückelt anfühlen, wurde das Gemera-System von Grund auf so konzipiert, dass es als eine flüssige Einheit funktioniert. Doch so extrem dieser Motor auch ist, die Art und Weise, wie Koenigsegg ihn präsentierte, hatte etwas Vorläufiges. Fast so, als wäre er ein Sprungbrett. Christian von Koenigsegg hat nie gesagt, dass dies das letzte Wort sei. In Interviews bezeichnete er ihn vorsichtig als eine von mehreren Konfigurationen, die das Unternehmen erforscht, was die Frage aufwirft, warum etwas so Leistungsstarkes entwickeln, nur um dann anzudeuten, dass es noch mehr gibt? Vielleicht sollte der heiße V8 nicht das Kronjuwel sein. Vielleicht ist es nur die laute Ablenkung vor der leisen Revolution. Etwas, um die Leute zu unterhalten, während der wahre Durchbruch im Geheimen perfektioniert wird. Denn wenn Koenigsegg jetzt schon so viel Feuerkraft anbietet, was haben sie dann als nächstes vor? Koenigseggs stiller Krieg gegen die EV-Industrie.
Christian von Koenigsegg ist nicht dafür bekannt, dass er Schläge austeilt. Er ist bekannt dafür, Maschinen zu bauen, die sprechen. Aber wenn man genau hinsieht, führt er einen stillen Krieg gegen die Elektrofahrzeugindustrie, nicht mit lauten Erklärungen, sondern mit vorsichtigen Schritten, strategischer Technik und einer hartnäckigen Frage. Ist die vollständige Elektrifizierung wirklich die Antwort? Oberflächlich betrachtet scheint Koenigsegg mit Hybriden, fortschrittlichen Elektromotoren und sogar Plug-in-Fähigkeit auf der Höhe der Zeit zu sein. Doch unter den Karosserieblechen aus Carbonfasern regt sich Widerstand. Nicht gegen Innovation, sondern gegen Konformität. Während die Branche sich beeilt, auf Elektroautos umzusteigen, stellt Koenigsegg immer wieder die Frage, die alle anderen zu ignorieren scheinen. Was opfern wir in diesem Prozess? Christian hat es in Interviews geäußert, nie zu unverblümt, aber immer deutlich. Er glaubt, dass Elektroautos brillant sein können, aber sie können auch langweilig sein. Er ist nicht beeindruckt von halsbrecherischen 0850-Zeiten allein. Ihm geht es um Verbindung, Engagement und technische Eleganz. Und er weiß, dass die meisten Elektroautos heute buchstäblich mit massiven Batterien und Energieverlusten zu kämpfen haben und oft eine komplexe Software benötigen, damit sie auch nur im Entferntesten spannend sind. Deshalb hat Koenigsegg einen anderen Weg eingeschlagen. Anstatt vollelektrisch zu fahren, setzte man auf ultraeffiziente Hybride. Beim Regera zum Beispiel wurde das Getriebe übersprungen und ein V8-Doppelturbo-Elektromotor eingebaut, was zu einer nahtlosen Beschleunigung ohne Schaltvorgänge führt. Der Gemera führte diese Idee weiter, indem er entweder einen nockenlosen Dreizylinder-Hybrid oder einen Monster Phi 8 in Kombination mit einem 800 AHP starken Elektromotor anbot. Sie haben nicht Tesla oder Rimac kopiert. Sie haben ein System gebaut, das ihre eigene Vorstellung von Leistung widerspiegelt. Und bei der Leistung werden die Dinge interessant. Während viele Elektroautos als die neuen Könige der Geschwindigkeit vermarktet werden, hat Koenigsegg sie im Stillen in ihrem eigenen Spiel geschlagen. Ihre Hybride sind leichter, ihre Systeme effizienter und ihre Höchstgeschwindigkeiten liegen immer noch außerhalb der Reichweite der meisten reinen Elektrofahrzeuge. Die Tests haben gezeigt, dass die Leistung der Koenigsegg-Aggregate über lange Zeit erhalten bleibt. Weniger thermisches Fading, weniger Battery Stress, weniger von dem hohlen Gefühl, das manchmal mit einer leisen, seelenlosen Fahrt einhergeht. Aber Christians Kritik geht noch weiter. Es geht nicht nur um Gewicht oder Handling, es geht darum, welche Art von Zukunft wir bauen. Er hat offen über die Schattenseiten der Batterieproduktion, die Umweltkosten, den Abbau und die begrenzten Ressourcen gesprochen. Im Gegensatz dazu experimentiert Koenigsegg mit Biokraftstoffen, synthetischen Kraftstoffen und leichteren Energiespeicherlösungen, die nicht auf Seltenerdmetalle angewiesen sind. Für ihn sollte eine nachhaltige Zukunft nicht nur sauber sein, sie sollte auch klug sein. Natürlich weiß er, wohin sich die Branche bewegt. Die Vorschriften werden verschärft. EV-Mandate werden kommen. Aus diesem Grund investiert Koenigsegg stark in die Elektrotechnologie, aber zu seinen eigenen Bedingungen. Sie bauen nicht nur Elektromotoren. Sie sind dabei, sie neu zu definieren. Der dunkle Materiemotor ist der Beweis dafür. Klein, efficient, brutal, leistungsstark und so konzipiert, dass mehrere schwere Motoren überflüssig sind. Die Ironie dabei: Während der Rest der Autowelt Milliarden ausgibt, um mit Tesla gleichzuziehen, operiert Koenigsegg bereits in einer anderen Dimension. Ihre Motoren sind nicht nur effizient, sie sind integriert. Ihre Hybride erfüllen nicht nur die Vorschriften, sie übertreffen alles um sie herum. Und Christian jagt keinen Trends hinterher. Er setzt neue Trends. Doch da braut sich noch etwas anderes zusammen. Etwas, das noch nicht enthüllt wurde. Insider berichten von merkwürdigen Prüfständen, Patenten mit abstrakten Diagrammen und der stillen Anwerbung von Energiespezialisten von außerhalb der Automobilbranche. Im Unternehmen herrscht das Gefühl vor, dass etwas Großes bevorsteht, das schwer zu fassen, aber nicht zu ignorieren ist. Und es wird nicht nur ein Update oder ein Facelifting sein. Es wird eine Herausforderung sein. Ein Statement. Vielleicht sogar eine Kampfansage an die Vorstellung, dass Elektroautos bereits gewonnen haben. Die Entscheidung. Im Jahr 2025 veränderte sich etwas in Koenigsegg. Nach Monaten untypischen Schweigens, die Art von Schweigen, der nur bedeutet, dass sich ein Sturm zusammenbraut, hat sich Christian von Koenigsegg endlich zu Wort gemeldet. Keine Effekthascherei, keine Marketingspielchen, nur Ruhe, Präzision und Zuversicht. Wie immer.
In einem kleinen Raum, umgeben von einem engen Kreis von Ingenieuren und langjährigen Partnern, beugte er sich vor und sprach die Worte, die den Beginn eines völlig neuen Kapitels markieren sollten. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Es ist an der Zeit. Was folgte, war weder eine auffällige Konzeptskizze noch ein filmischer Teaser. Es war ein Motor, ein brandneuer Verbrennungsmotor. Kein verbesserter V8, kein überdimensionierter TFG und ganz sicher kein Platzhalter, der darauf wartet, dass die Elektrifizierung aufholt. Dies war Koenigsegg's Antwort auf eine Frage, die sich in der Automobilwelt niemand mehr zu stellen traute. Was wäre, wenn der Verbrennungsmotor noch mehr zu bieten hätte? Sie bauten ihn von Grund auf, kompakt, aggressiv und unglaublich effizient. Er wird mit synthetischem E-Kraftstoff betrieben, produziert nahezu keine Emissionen und wiegt weniger als jedes vergleichbare Triebwerk, das Koenigsegg je hergestellt hat. Das Design ist völlig neu, kurzhubig, hochdrehend, vierfach aufgeladen, mit einem frei atmenden Ventilsystem, das in Millisekunden auf den Fahrer reagiert. Jede Komponente wurde hinsichtlich Ansprechverhalten, thermischer Effizienz und Leistungsentfaltung optimiert. Und die Leistungsdaten? Sagen wir einfach, dass dieser Motor allein Zahlen liefert, die selbst von elektrischen Hypercars mit 2 Motoren nicht erreicht werden. Aber es geht nicht nur um die reine Leistung. Es geht um das Gefühl, die Art und Weise, wie er aus dem Leerlauf herauszieht. Die Ausgewogenheit, die er in Verbindung mit den hochmodernen elektrischen Antriebssystemen von Koenigsegg bietet. Dieser Motor ersetzt nicht die Elektromotoren. Er wertet sie auf. Christian erklärt, wir waren nicht daran interessiert, ein Nostalgiewerk zu bauen. Wir wollten etwas erschaffen, das alles übertrifft, was heute auf der Straße unterwegs ist und dort vorangehen, wo andere folgen. Dann ließ er mit einem subtilen Lächeln den Satz fallen, der jetzt in der ganzen Automobilwelt widerhallt. Dieser neue Motor wird im Jahr 2025 alle Elektroautos in den Schatten stellen. Es war eine Überzeugung, die auf jahrelanger intensiver Entwicklungsarbeit beruhte. Während andere Hersteller auf Batterien setzten, besann sich Koenigsegg auf seine Grundprinzipien und überlegte, was ein Motor in einer Welt der lautlosen Geschwindigkeit und des synthetischen Nervenkitzels sein könnte. Das Ergebnis ist keine Rebellion. Es ist eine Offenbarung. Dies ist nicht das Ende der Hybrid-Zukunft von Koenigsegg. Dies ist die Grundlage dafür, ein Motor, der die Emotionen des Performance-Fahrens zurückbringt. Ein Motor, der im Elektrozeitalter nicht nur überlebt, sondern es herausfordert. Und wenn Christian recht hat, hat Koenigsegg vielleicht gerade neu definiert, was als nächstes kommt. Die eigentliche Frage ist also, wenn Koenigsegg eine Maschine gebaut hat, die die heutigen Elektroautos übertrifft und die Seele des Fahrens bewahrt, ist die elektrische Revolution dann schon überholt, bevor sie überhaupt ihren Höhepunkt erreicht hat? Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, vergessen Sie nicht, ihn zu liken, zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu drücken, damit Sie keine weiteren High-Performance-Technologien wie diese verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen und bis später.